Was nach dem Tod passiert, weiß ich noch nicht. Und wenn es kommt, dann sehen wir es. Jeder muss mal sterben. Feiern Muslime auch Weihnachten. Wir sind teils Moslem, teils Christ. Aber Sie feiern ja Weihnachten. Ja, genau. Wir feiern Weihnachten. Bei mir ist eine Familie, die machen das, aber auch nur, sag ich mal, vielleicht um sich der Kultur anzupassen. Die touren hier auf die Weihnachtsmärkte rum und machen und tun alles. Haben selber mittlerweile wie in Essen viele Stände. Also sollten die da doch was mit zu tun haben. Und wenn ist das nur eine Scheinheiligkeit. Gibt es Christen, die Ramadan feiern? Nee. Nein, also ich wüsste jetzt nicht, also ich kenne da keine, die sowas machen. Der Koran, wie da drin steht, es wird nicht direkt verspottet, ne? Also der Koran, der ist ja sehr alt. Wie sieht es am Silvester aus? Ja, Silvester, da ist ja verschieden bei den Moslems, ne? Die sind zu Hause, dann warten bis Papa weg ist, dann sind wir in der Disco oder so, ne? In dem heutigen YouTube-Video geht es darum, wir fragen dann Leuten, wie sie ihr Weihnachten feiern, was sie am Silvester machen und ob sie schon alle die Geschenke gekauft haben. Geschenke, das war jetzt noch das Einzige. Die Kinder kriegen Geld und jetzt bin ich durch mit dem ganzen. Geschwister zusammen zu Hause, ein bisschen was zu kochen, eine Ente zu machen zum Beispiel. Ja, kleine Geschenke für die Kinder. Einfach einen schönen Familientag zu verbringen. Wir sind teils Moslem, teils Christ. Aber Sie feiern ja Weihnachten. Ja, genau. Wir feiern Weihnachten. Arbeite über Weihnachten in der Nacht. Ja, ich habe es mir ausgesucht, ich mag das. Und, ja, Heiligabend mit meiner Familie, mit meiner Partnerin und meinem Kind. Dann gehe ich arbeiten. Dann meine Familie im Sauerland wahrscheinlich. Ich glaube, sonst tun wir uns einfach mal die Ruhe an, genießen die Zeit, versuchen das ein bisschen gemeinsam zu genießen und machen nichts groß. Ich glaube, wenn man die Zeit verplant, ist das nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern die Zeit einfach genießen und auf sich zukommen lassen. Ne? Also erstmal werde ich arbeiten, dann nachmittags werde ich dann mit meiner Familie zusammen feiern. Ne? Wir wechseln uns jedes Jahr ab. Dieses Jahr sind wir bei meiner Schwester und da werden wir eine schöne Zeit verbringen. Was bedeutet Halloween? Halloween bedeutet nichts für mich. Ich feiere den Tag einfach so. Ich finde es cool, so hier umzugehen und mit Leuten kommunizieren, sowas. Man sagt, dass an diesem Tag die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten verschwimmt und Geister auf die Welt kommen. Ja. An welchen Religion glaubst du denn? Ich habe keine Religion. Also bist du Atheist? Nein, auch kein Atheist. Boah, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Was für dich? Was du darüber gehört hast, was du denkst? Also Halloween ist, glaube ich, schon so ein altes Fest, was ja früher irgendwie dafür da war, um so geistermäßig zu vertreiben, so Wintergeister oder sowas, glaube ich. Geister auf die Welt kommen. Also bis heute so spooky-mäßig. Muss ich aufpassen. Gruselig, Verkleidung, feiern. Oder Halloween heißt Headshot für mich. Bisschen verkleiden, weißt du? Und das war's eigentlich auch schon. Was denkst du eigentlich über den Tod? Über den Tod? Zuerst, Tod ist ganz nicht gut. In Respekt zu jeder Religion, das ist ihre Entscheidung. Man muss ja sich irgendwie im Leben Gedanken darüber machen, was nach dem Tod passiert. Denn es ist ja nicht nur so, dass man einfach lebt und es ist vorbei. Es muss ja irgendwas dahinter sein. Was nach dem Tod passiert, weiß ich noch nicht. Und wenn es kommt, dann sehen wir es. Boah, schwierige Frage. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Entweder kann ich mir vorstellen, dass es wie so beim Hinduismus so dass man wiedergeboren wird oder so. Oder dass es halt wie beim Christentum so ein Nachleben gibt, wie so Himmel oder sowas. Oder ist halt wirklich dieses endlose Nichts, als würdest du schlafen, ohne zu träumen. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie eins von den drei Sachen kann ich mir vorstellen, aber ich habe keine Ahnung. Also weiß ja keiner. Deswegen. Also ich bin Atheist, aber ich glaube sowas wie an Wiederbelebung. So wie du dein Leben gestaltet hast, so wirst du auch im nächsten Leben wiedergeboren. Eine höhere Macht brauche ich nicht, also um zu wissen, dass ich, wenn ich was Gutes mache, dass was Gutes widerfährt. Also ich bin eher so der Evolutionstheoretiker. Jeder muss mal sterben. Welche Religionen feiern dann noch Weihnachten, weißt du das? Also ich habe türkische Mitarbeiter, manche feiern, manche nicht. Ne, das bleibt denen ja auch selber überlassen. Das ist ja ein christliches Fest, ich gehe mal aus, alle Christen. Wir sind teils Moslem, teils Christ. Aber Sie feiern ja Weihnachten. Ja, genau. Wir feiern Weihnachten. Ja, ich sag mal, bei den Christen ist es klar, ne? Bei den Moslems teils. Selbst die Moslems haben ja teils, ne? Wie war das Wissen? Alleine, weil die hier zur Schule gehen oder sonstiges. In den arabischen Ländern haben wir auch noch welche, die da das Weihnachten feiern. Ja gut, in Zentraleuropa ja sowieso. Aber ich glaube, die Orthodoxen und die Juden, wenn ich mich nicht täusche, feiern auch. Es kann sein, dass der Islam heute auch was feiert. Ich glaube, das heißt nicht Weihnachten oder vielleicht in ein paar Tagen. Ich bin da nicht ganz so versiert und bewandert, aber ich glaube, jeder hat so sein Fest jetzt in der nächsten Zeit. Jedem seine Feste. Also ich sehe Weihnachten auch nicht als Fest der Geschenke, sondern eher so als Zeit, mal ein bisschen wirklich mit der Familie zu verbringen. Ne? Feiern Muslime auch Weihnachten?
Ja gut, ich kenne welche, die feiern. Sag jetzt mal, weil die so eher damit aufgewachsen sind. Ne? Also ich würde sagen, ja. Bei mir ist eine Familie, die machen das, aber auch nur, sag ich mal, vielleicht um sich der Kultur anzupassen und die anderen feiern nicht. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Müsste ich lügen, wenn ich jetzt Ja oder Nein sage. Aber ich nehme an, richtig Weihnachten, also als solches nicht, soweit ich das weiß. Mit Weihnachtsbaum und Geschenken und glaube ich nicht. Ich denke mal ja. Ja, weiß nicht, ich gehe mal davon aus schon, wenn man so guckt, die touren hier auf den Weihnachtsmärkte rum und machen und tun alles, haben selber mittlerweile wie in Essen viele Stände, also sollten die da doch dabei mit zu tun haben und wenn ist das nur Scheinheiligkeit. Wenn jemand einen Weihnachtsmarkt besucht, dann hat der schon Interesse an Weihnachten. Würde ich sagen. Zum größten Teil, ja. Ich sag mal, ich bin auch hier zur Schule gegangen. Ich bin hier geboren. Ne? Ich sag mal, die schließen sich an den Kindern von der Schule. Ne? Und die sehen das alle und machen das einfach aus Freude dann für die Kinder. Und ich finde das gar nicht verkehrt, wenn man das aus Freude für die Kinder macht, damit die einfach nicht ausgeschlossen werden, ne? Von den anderen draußen. Dann muss man ja die Frage stellen, ob Christen dann auch Ramadan feiern. Weniger, aber ich habe viel mitbekommen, dass sie dann halt mitgehen zu den Kollegen und so und sich das gerne mal angucken, wie das so ist bei uns, ne? Essen dann mit, hören sich das an, die Unterhaltung, wie der Islam halt bei den Moslems ist, ne? So, das habe ich schon mitbekommen. Kann ich nichts zu sagen, ob die Weihnachten feiern oder nicht. Die feiern Ramadan, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja. Gibt es Christen, die Ramadan feiern? Nee. Also zumindest kenne ich keine. Ich kenne Türken, die Ramadan mal gemacht haben. Ich kenne viele, die es nicht machen, weil sie sagen, das ist über 2000 Jahre her. Man muss ja irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben das schon oft erlebt, also dass sie gesagt haben, ja, da habe ich nichts mit zu tun mehr, weil ist zu lange her. Wir legen hier im 20. Jahrhundert, brauchen wir nicht. Nein, also ich wüsste jetzt nicht, also ich kenne da keine, die sowas machen. Wüsste ich nicht. Auf andere Art und Weise. Ich glaube Ramadan an sich auch nicht, aber wir haben ja unsere Fastenzeit zwischen Karneval und Ostern und ich glaube, ihr macht das schon auf eine vertieftere Art und Weise. Ne? Es geht ja auch ums Entgiften von Körper und Geist und finde ich super. Jeder, der das durchzieht, ganz klasse. Ich glaube, ich würde es nicht schaffen, so lange nicht zu essen, dafür esse ich einfach zu gerne. Ich habe Arbeitskollegen, die trinken dann den ganzen Tag nicht. Das finde ich schon eine unfassbar beachtliche Leistung. Ne? Ja. Das ist schon sehr cool. Ich kenne niemanden. Also ich sage mal nein. Weihnachten hat ja eigentlich keinen Zusammenhang mit dem Islam selber. Aber es gibt ja Muslime, die Weihnachten feiern, die auch danach auch den Silvester auch feiern. Was sagst du darüber? Warum sollten sie es nicht feiern dürfen? Sollen sie natürlich feiern. Ne? Machen wir ja auch. Hast du dich schon mal mit dem Thema Ramadan beschäftigt? Also jetzt noch nicht tiefgründig, schnappt was bei den Kollegen auf, ne? Aber so im Großen und Ganzen nein. Das bleibt jedem selber überlassen. Wir wurden auch letztens zum, Fastenbrechen eingeladen, ne, von so einer Moschee aus. Und dann nehmen wir ja natürlich auch alles an mit den Bewohnern, weil die sollen auch mal eine andere Kultur kennenlernen. Aber wie gesagt, das bleibt denen selber überlassen. Warum nicht? Wenn sie feiern wollen, sollen sie feiern. Und ich hatte nie gedacht, ganz ehrlich, mit diesem Ramadan da eigentlich mal gar nicht so unvernünftig ist. Weil die haben uns das erklärt, was da so abgeht mit der Reinigung des Körpers und. Also ich fand das nicht schlecht. Ich meine, ich mache das auch ab und zu mal, ne, aber nur einen Tag oder zwei. Aber dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Würden mich Muslime fragen, ob er Weihnachten mit mir feiern darf und Silvester, würde ich ihn herzlich einladen und seine ganze Familie. Jeder soll Weihnachten feiern, jeder soll Silvester feiern. Und wie gesagt, Weihnachten ist ja nur ein Begriff, der irgendwann mal aufgetaucht ist. Also für mich ist das Familienzeit, das beschreibt Weihnachten genauso. Und jeder Moslem soll das feiern, was er feiern möchte. Finde ich. Moslem, Jude, Christ, Orthodoxe, Heide, Buddhist, ist mir völlig egal. Jeder hat es verdient, in einem Zeitraum im Jahr mit seiner Familie zu sein. Und wenn das für uns Weihnachten ist, dann soll das für euch auch Weihnachten sein. Zu welcher Religion gehören Sie an? Islam. Sie sind Moslem. Alhamdulillah, ich bin Moslem, ja. Sie sind Moslem, aber Sie feiern trotzdem Weihnachten. Wie kommt's? Allein wegen den Kindern größten Teil, ne? Wegen der Kultur hier in Deutschland, ja, richtig. Aber das sollte man eigentlich ja nicht machen. Ja, ich sag mal, wir gehen ja nicht zur Kirche. Da wird jetzt auch kein Schwein gemacht zu Hause oder sonstiges, ne? Da wird vielleicht eine Gans gemacht oder eine Ente, ja. Ne? Da gibt es ja keine Schweinewürstchen oder sonstiges, ne? Das ist ja halt nur die Freude den Kindern, ne? Aber sagt man das auch den Kindern, dass das eigentlich keinen Platz im Islam hat? Ja, ich sag mal so, es sind viele Moslems anders den Koran, sag ich mal, ne? Weil der Koran, wie das da drin steht, es wird nicht direkt verspottet, ne? Also der Koran, der ist ja sehr alt und die gehen jetzt danach mit Kirche, Schwein, ne? Alles, was so im Koran drin steht, ne? Mit Weihnachten und Christentum verbunden ist. Und ich sag mal, nach den vielen vergangenen Jahren, wie heute jetzt die Zeit ist, die haben das so getrennt mit Schwein und wir müssen ja nicht zur Kirche und sonstiges. Und das steht ja im Koran nicht drin. Was steht nicht drin? Wenn sie zu Hause feiern, wenn sie kein Schwein essen, dann kann man das machen. Da steht ja im Koran nicht drin. Da steht ja nur komplett alles drin über den Christentum, Weihnachten. Da ist ja ausdrücklich verboten, das Schwein nicht zu essen. Ja, natürlich ist das verboten, klar. Ne? Ich sage ja, bei uns wird ja auch kein Schwein gemacht, Weihnachten.
Wir stellen einfach nur einen Tannenbaum dahin, schmücken schön, essen was und das war's. Ein Tannenbaum ist auch nur in Natur ein Baum. Für mich in meinen Augen. Wenn ich, das heißt ja nicht, ein Tannenbaum ist direkt ein Christ. Aber Sie können das mit der Religion nicht verbinden. Nein, absolut nicht. Weihnachten selber auch nicht. Weil Weihnachten ist christlich, klar. Nur halt zu Hause machen wir das nicht komplett. Dürfen wir ja nicht in Islam. Wieso feiern Sie das dann? Mit den Kindern, damit die nicht ausgeschlossen werden. Die fragen ja dann, was habt ihr denn Schönes gemacht zu Hause? Und dann sitzen die da so und gucken so, wir haben nichts gemacht. Und die Kinder sind ja nicht so weit geprägt, sag ich mal, wie die Erwachsenen. Ne? Wie sieht es am Silvester aus? Ja, Silvester, das ist ja verschieden bei den Moslems. Ne? Die sind zu Hause, dann warten bis Papa weg ist, dann sind wir in der Disco oder so. Ne? Das kennen wir auch alles. Auch bei den Moslems. Leider. Feiern Sie Silvester? Ja, weniger. Ich bin immer früh schlafen meistens. Ne? Bis 12 Uhr, wir essen zusammen, schmeißen ein paar Böller oder so. Und dann, Böller schmeißen ist auch verboten in Islam. Es ist zu viel Alkohol und alles Mögliche ist da. Ne? Silvester ist ja viel mit Party verbunden. Und Party überhaupt ist für Moslem verboten. Aber das ist genau der gleiche Klimbim mit Israel und Palästina. Genau. Und die schießen da und der schießt wieder nach da. Also Was denkst du über die aktuelle Lage am Gazastreifen? werden viele Menschen umgebracht, das ist mal sicher. Ich befürworte gar keinen Krieg. Egal ob Netanyahu oder sonst irgendjemand. Immer nur Tote und Verwüstung. Haben wir alles schon mal gehabt. Ich weiß nicht, den deutschen Medien, denen glaube ich ja sowieso nicht alles, was die da immer so von sich geben. Ne? Da habe ich wenig Vertrauen. Wo will man denn vernünftige Recherche betreiben? Der sagt so und der Nächste sagt dann wieder so. So, aber was ist jetzt richtig? Dürfen wir das Video veröffentlichen auf YouTube? Ja, gerne, wenn Sie möchten. Ja, aber selbstverständlich. Wenn das möchte, dürft ihr das machen. Ja, klar. Ja. Kein Problem, das. Ja, passt wohl. Wenn ich mich nicht zum Affen gemacht habe, passt das. Natürlich. Schönen Abend noch. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi mybedesten.com'da. Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.